Christoph wollte, dass ich eine Proberunde fahre, um Missstände gleich zu beseitigen. Ich habe gesagt, nein, wenn, dann fahren wir gemeinsam. Deswegen bitte einsteigen, bitte nicht mehr einsteigen. Und, naja gut, hätte noch mehr Terreur sein können, aber gut. Wir fahren los. Die lange Nase macht mich nervös. Aber sonst geht er gut. Ja, bleib mal stehen, Rita, dass uns die Leute hören. Vielleicht fährst du noch bis hier, dass sie den Zug sehen. Herzlich willkommen zurück zu Bricks Go Wild und endlich wieder einem Zugvideo. Heute sitzen wir mal wieder da. Unser Kanal wurde ja vor, keine Ahnung, 2 Jahren förmlich durch die Decke geschossen mit den ganzen Zugreviews. In letzter Zeit, naja, durch die Decke auch vielleicht nicht, aber wir haben ein paar Aufrufe bekommen. Und ein paar von euch sind seit diesen Videos Abonnenten unseres Kanals und das freut uns sehr. Heute haben wir wieder mal einen Zug hier vor uns. Es ist der 2022er 60337, der Passagierzug, 674 Teile, wenn ich mich nicht verschaut habe, 764, sorry. Jetzt hat. Wir werden heute ein paar Mal sicher durch Rita ein wenig gestört. Sie hat die Powered Up Functions, Powered Up App, jetzt bin ich auch schon durcheinander, weil ich so nervös bin. App auf dem Handy, 764 Teile, hat jetzt mit der Preiserhöhung einen Listenpreis von leider 160 Euro. Aber es ist ein Zug, es ist ein Passagierzug und wir lassen ihn fahren und wir haben Spaß. Den Güterzug haben wir euch ja schon, oder besser gesagt, habe ich euch schon gezeigt. Ich weiß gar nicht, Rita, ich bin so dermaßen nervös. Wir haben den Zug im Stream mit Mr. Mero zusammen aufgebaut. Grüße gehen raus. Fangen wir vielleicht mit den Figuren an, dass ich mich mal kurz ein wenig erholen kann und dann machen wir eine ausgiebige Testfahrt. Es gibt einen kurzen Blick in all diese Wegen hier rein und dann sagen wir euch natürlich, wo der Zug demnächst zu sehen sein wird und ob sich der Kauf lohnt. Wir haben einen netten Zugführer hier oder einen, der so pfeifen kann. Genau. Also nur falls ihr es noch nicht gesehen habt, kurz noch eine kleine Anmerkung von mir. Beim Zug ist so eine Fernbedienung dabei, die ich eigentlich nehmen wollte, weil ich das neue moderne Klumpert nicht so gerne nehme. Rita hat aber darauf bestanden, mit ihrem Handy den Zug zu fahren und da sind lauter so doofe Töne und Sounds dabei. Ja, und dauernd ist jemand am Klo. Also ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, welche Leute da mitfahren, aber dauernd ist das, ja, ich sage. Sie haben auf jeden Fall für den Zug ein neues Interface und neue Töne und so weiter. Also man hat da jede Menge Spaß, auch am Handy. Also ich habe auf jeden Fall Spaß. Und ich kann auch das Licht vom Zug einschalten. Ich zeige es euch dann gleich. Aber ich muss hier die Figuren präsentieren. Also zuerst die Arbeit und dann das Vergnügen. Wir haben diesen wunderbaren Zugführer oder Bahnmitarbeiter hier, der als einziger hier von diesen Personen kein Wendegesicht hat. Wir haben dann noch 2 extra Personen, also nicht, dass ihr glaubt, dass das alles ist. Es sind 6 Figuren dabei, was schon ganz stattlich ist. Brutal, brutal. Und ja, also dieser schicke Herr hier und dann haben wir noch 3 weitere Figuren hier, die wir auch von den Oberteilen, Christoph hat es auch schon gerade vor Drehbeginn erwähnt, aus den Minifiguren Kasten im Legoland kennen. Genau, wo es immer so schön warm ist. Da haben wir einerseits ja, diese junge Dame hier mit einem Laptop, dann auch hier Accessoires mit Handy, mit Tasche und so weiter und so fort. Und auch sehr coole Frisuren, aber nicht nur das. Ich habe mir gedacht, ich lasse das gleich hier auf dem Bahnsteig, damit ihr den Bahnsteig auch seht. Übrigens, Christoph war ganz nervös. Man kann das hier hinunterklappen. Also ich habe das nur raufgeklappt wegen den Minifiguren. Nicht, dass ihr auch nervös werdet. Und dann haben wir noch Wendegesichter, die zeige ich euch gleich noch, da muss ich wieder die Frisur heruntergeben. Die sind nämlich auch ganz cool. Währenddessen könnte euch Christoph ja den Radfahrer zeigen, beziehungsweise... Oh, der Radfahrer ist der andere. Beziehungsweise auch den Rollstuhlfahrer zeigen, die ich super cool finde. Weil auch mit dem Accessoire, mit dem Rucksack und ja... Ich glaube, der hat kein Wendegesicht, der andere hat auch keins. Aber so einfach sehr cool gebaut, auch mit dem Rad.
Jetzt zeige ich noch Das den so Taschen Torso hat. dieser Figur. Das ist dieses Holzfällerhemd. Genau. Coole Idee auf jeden Fall mit dem Rucksack vorne auf der Brust. Genau. Dann haben wir hier die Wendegesichter, auf die ihr schon gewartet habt. Also hier bei dieser Zugbegleiterin das Wendegesicht, bei der mit Handy und Tasche, beziehungsweise mit der mit dem Laptop. Da finde ich das auch sehr interessant, dieser Brille. Sie sieht nicht sehr zufrieden aus. Ich sage jetzt nicht, warum. Jetzt ist wieder mal ein Zug der Deutschen Bahn zu 9 spät. Euro. Das ist auf jeden Fall kein 9-Euro-Zug. Das wäre der ICE oder Horizon Express TGV. Ich sage dann gleich mehr dazu. Dann haben wir noch ein Fahrrad hier in Pink mit einer, ich glaube, jungen Dame drauf, die so ein Sport-Overall anhat. Genau. Kein Wendegesicht, dafür ein Helm. Und ich finde diese Fahrradtaschen so extrem cool. cool. Die sind sehr einfach gebaut, aber sehr effektiv. Also Ja. das sieht auch sehr nett aus. Und sie ist hier mit dem Fahrrad am Bahnhof. Wie Rita schon gesagt hat, Mit dem für alles hier irgendwelche Töne, mehr gleich dazu. Es gibt ja auch, wie gesagt, doch, Rita hat ihn schon in die Kamera gehalten, so einen kleinen Bahnsteig. Wir sind jetzt schon abgekommen von der Vorstellung oder von der Erwartung, dass hier bei einem Personenzug ein großer Bahnhof dabei sein muss. Wir haben ja außerdem heuer auch wieder einen Bahnhof bekommen, ja, nennen wir ihn Bahnhof, hier mit Netzkarte, einer coolen Couch oder Bank hier und einem Baum. Also das ist schon ganz nett. Man kann natürlich immer nur einen Waggon gleichzeitig beladen und der Zug muss immer wieder stehen bleiben. Aber besser das als gar nichts. Und ich finde auch vom Farbschema her, ich habe es auch schon gesagt, glaube ich, hier mit Teal und hier mit Limegrün, das passt alles sehr gut zu den anderen 2022er City-Sets. Die haben ja auch zum Beispiel der Supermarkt oder auch der Bahnhof, die haben ja auch dieses Farbschema immer am Start. Genau. Wer kennt es nicht, den Bahnsteig mit Couch? Ja. Gut. Nächstes Mal, wenn wir ein Disney-Video machen, werde ich dich auch die ganze Zeit so sabotieren. Ich bin halt ein bisschen nervös. Wir haben Es kommt hier ein ein neues Disney-Set Schmuckstück Okay. von einem Zug hier vor uns. Also Ja. ich muss ganz ehrlich sagen, gleich vorweg, mir gefällt der Zug sehr gut. Ich finde ihn besser als den vorhergehenden 2018er, die 60197. Der hatte auch seine Momente, aber der sah irgendwie ein bisschen so aus wie, was war das jetzt, Tür auf und zu oder was? Das Licht an. Ach so, wir haben hier jetzt auf jeden Fall wieder mal einen Zug. Der andere sah ein bisschen aus für mich wie eine S-Bahn oder eine U-Bahn. Das ist jetzt mal wieder ein richtiger, ja, Japan-Style. Der eine sagt Shinkansen, der andere sagt, er sieht mehr aus wie der TGV Passagierzug. Hier haben wir die Lok, die haben wir vorne mit diesem großen Fensterteil. Hier übrigens so halb gebaute Nase. Die Waggons sind auch sehr lange hier. Wir haben zwar die normale Bodenplatte, wenn man das mal so nennen darf, aber durch diesen Überhang, durch diese lange Schnauze sind die um einiges länger als die alten. Hier, das erinnert mich so ein bisschen an die 4511, wenn ich mich nicht täusche, wie die Nase hier so gelöst ist. Hier relativ spartanisch und einfaches Cockpit, aber gut, mehr brauchen wir auch hier nicht. Der weiß-grüne, ganz genau. Bei uns, glaube ich, Kasi Brickborn, der Zugführer ist. Grüße gehen raus. Hier dieses große Teil gefällt mir eigentlich ganz gut und es fügt sich ganz schön zusammen mit diesem Limegrün, dunkelgrau und weiß. Hier auch gebaut, dieser Pfeil hier mit den neuen Fliesenteilen. Also man kann da jetzt schon einiges machen. Hier die Grill Pieces, das sieht wirklich sehr cool aus. Mir gefällt auch das, bevor wir zum Licht kommen, wie das hier gelöst ist an den Ecken. Das sind hier diese neuen abgeschrägten, ja, Dreiecksteile, die hier auf beiden Seiten verbaut sind. Übrigens auch bei den Waggons dann. Also das sieht ganz nett aus. Hier in der Mitte haben wir, ihr seht, die Batteriegeschichte drinnen. Und er fährt sich, so wie wir es jetzt gesehen haben, einwandfrei. Und das, was Rita besonders freut, er hat Licht. Ich weiß nicht, ob man es jetzt sehen kann, weil wir sehr angestrahlt werden. Aber ich glaube, ihr könnt jetzt sehen, er hat Licht, seit langem wieder mal Licht mit dabei bei einem Lego-Zugset und das ist total cool, denn ich habe das immer geliebt, wenn ich damals mit meinen 9-Volt-Zügen auch im Kinderzimmer mit Jalousien runter und Licht aus herumgefahren bin. Das kann man jetzt wieder machen hier. Ich frage mich nur, wie man das Licht mit der Fernsteuerung bedient, weil ja hier gar kein Knopf ist. Ist das immer ein? Hier ist auf jeden Fall, zeige ich mal den Zuschauern, ein Knopf dafür. Ja, das ist der hier und wenn man dann da drauf geht, ich hoffe, ich drücke jetzt nichts anderes. Genau, dann kann man ein und dann nochmal stärker ein.
Fernlicht vielleicht. Genau, ja. Sieht auf jeden Fall total cool aus hier mit den blau-transparenten Teilen. Ich würde sagen, du fährst mal eine Runde. Nach jedem Highlight, jetzt haben wir den Triebwagen hergezeigt, fahren wir eine Runde. Er liegt auf jeden Fall sehr gut auf den Gleisen. Hier ist es ein wenig uneben, weil hier das Tischtuch natürlich ein bisschen Wogen macht. Wir hatten ja das Problem beim Güterzug, dass der ein bisschen kippelig unterwegs war. Das haben wir hier gar nicht. Der fährt sehr ruhig. Sehr schnell eigentlich auch, weil das ist jetzt nur Stufe 57 km/h. 57 km/h, okay, also der geht mindestens 300. Ich habe das jetzt hier, es ist nicht ganz beisammen, weil das Kabel hier unten durchgeht. Fahr noch die Runde fertig und dann macht von mir aus noch so ein Pfeifsignal und dann schauen wir uns den nächsten Wagen an. Das macht er von selber. Ein Wahnsinn. Ja, er muss ja auch bremsen. Also hier kleine Anmerkung, erstens mal ist der Stromabnehmer hier nicht ordentlich ausgefahren gewesen, so wäre der besser. Was uns auch im Stream aufgefallen ist, ist, dass hier irgendwie die Passgenauigkeit dieses Fensterteils nicht ganz gegeben ist. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, hier ist so ein kleiner Spalt und irgendwie bekommen wir den nicht zu. Also wenn der mit 300 km/h fährt, wird es ihm wahrscheinlich die Haube hier aufreißen. Das ist damit ein bisschen Luft. Aber ja, vielleicht ist das die eingebaute Zugführer. Klimaanlage, auf jeden Fall schöne Teile hier verbaut, auch am Dach. Man muss Strom sparen. Man macht einfach ein Loch. Zum Beispiel, ja. Dann haben wir hier zwei mehr oder weniger baugleiche Waggons, die unterscheiden sich nur ein wenig von ihrem Innenleben. Wir haben hier einerseits die tollen, wie ich es ja vom Panoramawagen, also vom Doppelstockwagen des Metroliners liebe, diese vertieften, in der Mitte sehr niedrig angesetzten Wegen. Das sind also diese tollen ja, Bodenplatten, die jetzt zweigeteilt sind, die man unten so zusammenbaut. Und dann haben wir die neuen Fenster in schwarz, die sind leider bei uns ein wenig zerkratzt, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, haben leider ein bisschen Kratzer und hier Fenster, da habe ich schon ein bisschen Horizon Express Vibes, auch wenn die Fenster dort mit Snot eingebaut waren. Auch hier schönes Farbschema auf jeden Fall mit Lime, Weiß und dem Dunkelgrau. Hier ist auch diese Formation, hier ist hier gebaut mit Slopes, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, hier ist ein kleiner Spalt, das ärgert manche, die sind hier nicht ganz zufrieden. Und hier auch die Ecken wieder abgeschrägt, was eigentlich ein sehr, sehr schönes Bild abgibt. Die Türen kann man natürlich auch öffnen, dann hat man einen sehr tiefen Einstieg. Und ihr seht schon, hier ist ein Symbol für einen Rollstuhlfahrer und für einen Café. Was bedeutet das, wenn wir das Dach abnehmen? Was wir jetzt gleich machen werden. Dann haben wir hier drinnen erstens mal so ein kleines Bordbistro. Das ist hier auf dieser Seite, das gefällt mir eigentlich auch sehr gut, mit Hotdog, mit Kaffee, Maschine und mit Croissant. Also hier kann die Zugsmitarbeiterin drinstehen und kann sich hier den Leuten widmen. Und auf der anderen Seite haben wir hier jede Menge Platz. Einerseits natürlich für einen Rollstuhl oder auch für stehende Fahrgäste, so wie es in der Deutschen Bahn sehr oft üblich ist. Und hier haben wir dann noch einen schönen Platz für Leute zum Sitzen. Also das ist ein sehr, sehr schöner Wagen. Rita, du kannst gerne mal den Rollstuhlfahrer reinsetzen. Ja. Zwei Sachen, die mir aufgefallen sind, während Christoph unsere Kamera davon überzeugen Rita setzt musste. den Rollstuhlfahrer rein und der Akku ist tot. Es war vorbei. Erstens mal wusste ich nicht, dass wir mit 303 km/h fahren. Also da ist die Anzeige hier drinnen. Ich hoffe, ihr könnt sie sehen. 303 km/h. Also wirklich ein Hochgeschwindigkeitszug. Ja. Rita, was machst du? Ich will, dass der da drauf fokussiert. Ja. 303 km/h und der Rollstuhlfahrer ist auch platziert und ich finde ja, dass sie das super gemacht haben, denn der sitzt richtig fest hier drinnen. Warum ist das... Oh, jetzt ist er ohne den Rollstuhl leider hier raus. Er sitzt richtig fest hier drin, weil da so ein Teil eingebaut worden ist, so ein rundes, das wir auch kennen von, in etwas kleiner, von diesen Eismännchen von Elsa Schloss. Ihr erinnert euch. Ich erinnere mich nicht, aber vielleicht erinnert ihr euch. Auf jeden Fall ein Teil hier eingebaut, damit der Rollstuhlfahrer gut fest sitzen kann und nicht herumfährt. Was ja auch nicht selbstverständlich ist, denn ihr erinnert euch an den Schulbus, wo nur ein Kind, glaube ich, einsteigen konnte. Und deswegen habe ich gleich mal ausprobiert, ob da wirklich auch die Figuren drinnen sitzen können, beziehungsweise eben die Fahrräder reinpassen und alles Mögliche. Und ja, sie passen rein.
Richtig, ja. Ja. So, dann bauen wir den wieder zusammen, weil jetzt gibt es wieder eine kleine Probefahrt. Wir müssen ja auch einen Langzeittest können wir heute hier noch nicht durchführen, aber wir müssen schauen, ob er auch mehrere Runden hier auf unserer Bahn fahren kann, ohne einen Fehler. Und dann gibt es noch einen dritten Wagen hier, den wir euch natürlich auch noch zeigen. Ich glaube, Rita hat jetzt, während ich den Akku geholt habe, schon wenig die Figuren drinnen platziert. Es gibt auf jeden Fall ein paar neue Teile, gleich mehr dazu. Rita fährt. Ich habe nur mein Getränk in Sicherheit gebracht, denn bei Rita weiß man es ja nie. Ja. Ich bin nämlich auch nicht sicher. Ich bin erst auf Stufe 1 gefahren und das hat mich schon schockiert, aber jetzt schauen wir mal. Hochgeschwindigkeit Stufe auf jeden 1. Fall hier am Start. Stufe 2. Sind auf jeden Fall ganz neue Batterien drinnen. Zwar keine Duracell, aber auch keine viel schlechteren. Also jetzt fährt das Gleis schon ein wenig mit. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. War das Vollgas? Ja. Okay, das heißt, das Gleis und unsere Anlage hat standgehalten und du hast genauso gestoppt, dass ich den dritten Wagen jetzt vor mir habe. Wir waren über 300 km/h und da dachte ich mir, ich glaube, ich ziehe die Notbremse. Das 300 km/h war nein. Wir haben auf jeden Fall nochmal denselben Waggon, also der sieht von außen her genau gleich aus. Wir haben jetzt aber hier ein Fahrrad und einen Sessel oder einen Sitz drauf. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Und wenn wir da reinschauen, haben wir drinnen auch wieder 303 km/h, diesen Aufkleber, den Rita euch gezeigt hat. Ja, dieses Mal auf beiden Seiten nur statt dem Bistro eine Sitzgelegenheit für 2 Personen und in der Mitte haben wir eben einfach ein wenig Platz, um hier ein Fahrrad hinzustellen und auch hier, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, hier an diesen beiden kleinen Henkeln und auch auf dieser Seite, Rita hat irgendwas beim Fokus der Kamera verstellt, jetzt weiß ich nicht, ob es ordentlich fokussiert, ist es so, dass ihr hier ein Fahrrad hochkant einhängen könnt. Das zeige ich euch gerne, wenn ihr wollt. Hoppala. Da bin ich ja gespannt. Rita unterhält im Moment unsere Gäste. Ich habe einfach das Rad nur so reingestellt, weil ich mir gedacht habe, in den meisten Fällen kommt man ja gar nicht dazu, dass man zu diesen Aufhängern kommt. Also ihr seht, das Fahrrad ist jetzt so reingestellt. Vielleicht, wenn man die Türen aufmacht, seht ihr es noch besser. Das haben wir schon diverse Male gesehen. Das sieht eigentlich ganz nett aus und geht, wie gesagt, hier 2 Mal. Ja, dann fahren wir auf jeden Fall nochmal eine Runde und sagen euch, was wir von dem Zug so halten. Rita, du darfst gerne schon mal beginnen mit deinem Vorfazit. Er ist ja noch nicht in Wild City im Dauertest im Einsatz gewesen, aber wie gefällt er dir auf den ersten Blick? Mein Vorfazit ist, dass er mir sehr, sehr gut gefällt. Auch das mit der App, ich weiß, viele sind da nicht so die Fans davon, ich finde es aber so lustig. Wie fährt man hier so? Nein, auf Gelb. Aha. Und also viele sind da nicht so die Fans davon, ich aber schon. Und das Einzige, was ich direkt ein bisschen enttäuscht bin, ist, dass er nicht entgleist. Wo ich froh drum bin, ganz ehrlich. Ich hätte mein Bestes getan, aber leider. Er bleibt einfach drinnen. Schaut euch das an. Ich muss euch sagen, das Gleis fährt wieder mit. Ja, er ist halt gut auf die Anlage abgestimmt. Er läuft sehr ruhig. Er ist jetzt zwar natürlich ein wenig lauter, aber er kippt nicht, er macht keine Faxen, also er verhält sich sehr angenehm am Gleis. Und ich finde ganz ehrlich, dass das vielleicht ein Zug sein könnte. Ich glaube, ich habe schon gesagt, da werden wir in ein paar Jahren uns daran erinnern und werden dann sagen, das war einer der besseren Lego-Passagierzüge. Mir gefällt er von der Optik her sehr gut, auch wenn es jetzt natürlich kein Horizon Express ist, aber von der Machart, von der Aufbauart finde ich ihn ganz cool. Ich finde es total super, dass sie wieder mal diese niedrigen Waggonteile hier genommen haben, auch wenn das hier vielleicht neue sind, aber vom Platzangebot viel besser als der alte. Er hat auch Türen, also das haben sie auch, die Kritik haben sie sich auch zu Herzen genommen, sogar an beiden Seiten. Das heißt, die Leute können auch ein- und aussteigen, nicht nur übers Dach. Ja. Und natürlich, viele haben geschrieben, und da muss ich euch ganz ehrlich auch recht geben, dass diese Nase hier, dieser Lok oder dieses Triebwagens, Rita hat wirklich irgendwas verstellt bei der Kamera, jetzt fokussiert er dauernd auf sie und nicht auf den Zug. Also die ist gebaut, schön gebaut, aber irgendwie hätte man da vielleicht noch ein wenig, ja, einen schöneren Schliff hinbekommen können. Das ist irgendwie einmal ein wenig rund, dann wird es eckig, dann wird es wieder rund, dann ist hier dieses neue Teil hier vorne verbaut, was
gut aussieht, aber das hätte man vielleicht noch ein wenig eleganter lösen können. Lego hat ja heutzutage so viele Teile, da wäre vielleicht noch ein bisschen mehr möglich gewesen. 764 Teile für 160 Euro. Ist das ein Deal? Wahrscheinlich eher weniger. Das Set gibt es aber jedenfalls zum Aufnahmezeitpunkt jetzt um, ich glaube, 108 Euro bei Smith Toys. Amazon hat den auch schon mal für knapp über 100 gehabt. Für den Preis mit den Komponenten, wie gesagt, Powered Up. Es sind noch 8 gerade Gleise drin. Wir hatten schon viele Zugsets, wo nur ein Kreis dabei war. Stimmt. Hier haben wir mal wieder eine mehr oder weniger ganze Packung gerade Gleise. Das können wir gut gebrauchen. Natürlich der Schienenkreis, die Kurven sind auch mit dabei. Wir haben eine Fernbedienung dabei. 6 Figuren. Also wenn ihr den Zug vielleicht so in der Gegend von 100 Euro abgreifen könnt, dann können wir euch den eigentlich nur empfehlen. Es ist natürlich ein Spielset, also wer hier an viel Realismus denkt, der wird hier wahrscheinlich enttäuscht sein. Es ist ein Set für Kinder, das ist ganz klar, das wussten wir aber auch. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal mit dem Zug eine Runde nach Wild City fahren. Und mit dem Zug und dann fahren wir auch in Wild City damit. Vielleicht drehen wir auch mal das Licht ab, dass ihr das seht, wie das vorne aussieht, denn hier kann man das wahrscheinlich jetzt nicht so gut machen. Und ja, schreibt uns gerne eure Meinung zum Set in die Kommentare. Habt ihr ihn euch schon gekauft? Kauft ihr euch lieber einen anderen Zug? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe natürlich bei den 9-Volt-Zügen mehr nostalgische Gefühle als bei dem hier, was ganz klar ist. Vom Aufbau her, von den Teilen, von dem, was er kann, von dem, was er macht, ist es aber ein solider Zug. Wir haben ihn leider original beim Lego Store, auch in Wien im Donauzentrum gekauft, weil es damals das Forest Hideout Set und so weiter und noch ein zweites GWP gab. Da haben wir uns gedacht, okay, wenn wir schon in Wien sind, dann nehmen wir ihn dort mit. Außerdem war er damals noch nicht im Angebot erhältlich. Jetzt Ende des Sommers ist er natürlich schon bei diversen anderen Händlern eingetroffen. Ich finde den Zug im Ganzen eigentlich ganz gelungen. Haben wir den gekauft oder den anderen? Kann auch sein, dass es der Güterzug war, ich weiß es jetzt nicht, aber ja, einen der beiden haben wir. Wir haben auf jeden Fall beide direkt bei Lego gekauft. Richtig. Einen über den Online-Shop und einen direkt im Lego Store. Ja. Beide Male aufgrund von GWPs. Ja. Und ja, für uns hat sich das dann so mehr oder weniger gerechnet, weil eben die GWPs auch mit einem Eurobetrag zu beziffern waren. Weil mir der eigentlich besser gefällt. Ja, das kann durchaus sein. Es war auch im Legoland. Diese hier jetzt einige Male ausverkauft, dürfte schwer lieferbar sein. Und soweit wir jetzt einfach so cool. auch schon gesprochen haben mit diversen Leuten, gefällt er eigentlich ganz gut und besser als der alte. Aber da seid natürlich auch ihr gefragt. Das war jetzt nur unsere erste Meinung, unser erster Eindruck. Natürlich alles ja, subjektiv, aber so vom Ganzen her könnte es sein, dass der schon eine ganz gute Figur macht. Wir werden ihn auf jeden Fall demnächst mal in Wild City testen. Hoffentlich seid ihr da dabei. Und Rita, ich überlasse Ihnen das Abschlusswort. Ich werde mein Bestes geben bei der Zugfahrt in Wild City. Ich hätte einfach gedacht, er schafft wirklich die Kurve nicht wegen der langen Nase. Aber leider. Rita ist nur, und da seht ihr wieder mal, das ist nur Sensations- und keine Ahnung was, Clickbait. Nein, ich finde es einfach lustig. Dann hätten wir wieder in den Videotitel schreiben können, Zug entgleist bei Jungfernfahrt oder so irgendwas, ja. Das hätte ihr wieder gepasst. Nein, der Zug entgleist nicht. Der ist ein Produkt aus einem Qualitätshaus und ist dafür gemacht, auch in schnelleren Kurvenfahrten nicht zu entgleisen. Die Fahrgäste müssen ja sicher ans Ziel gebracht werden. Ja, aber da war ja gar kein Fahrgast online, wollte ich schon sagen. Ja, aber sonst ist er sehr cool. Ich finde sowas einfach immer nur lustig und was regt sich Christoph dann auch so. In dem Sinne macht es gut. Wir werden in Wild City fahren und werden dann sehen, was dann passiert. Ganz genau. Also lasst auch ihr wieder mal einen Zug fahren. Danke fürs Einschalten und bis demnächst. Tschüssi. Tschüss.